Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Bevor wir anfangen, denkt bitte daran, diesem Video ein Like zu geben, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Hier gibt es viele hilfreiche Inhalte, die euch beim Deutschlernen unterstützen. Heute sprechen wir über ein interessantes und oft unterschätztes Thema. Wie lernen sich Menschen in Deutschland kennen? Besonders, wenn es um neue Bekanntschaften auf der Straße oder in der Öffentlichkeit geht. Ist es in Ordnung, jemanden einfach so anzusprechen? Oder gilt das in Deutschland eher als unhöflich oder unangenehm? In vielen Ländern ist es ganz normal, dass man im Alltag neue Leute trifft. Beim Spazierengehen, im Café, in der Bahn oder im Supermarkt. Man lächelt sich an, sagt etwas Nettes oder macht ein Kompliment. Doch in Deutschland ist es ein wenig anders. Viele Menschen hier sind eher zurückhaltend. Sie möchten ihre Ruhe haben und wirken manchmal kühl oder distanziert, vor allem gegenüber Fremden. Das heißt aber nicht, dass Deutsche kein Interesse an neuen Kontakten haben. Ganz im Gegenteil. Viele wünschen sich eine Beziehung oder möchten neue Leute kennenlernen. Sie tun es nur auf eine andere Art. In Deutschland ist es oft so, dass sich Menschen eher in einem gemeinsamen Kontext begegnen. Zum Beispiel im Verein, bei der Arbeit, in der Universität oder über Freunde. Diese Umfelder geben ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Doch was ist mit Begegnungen auf der Straße? Kann man in Deutschland jemanden auf der Straße ansprechen, um zum Beispiel ein Gespräch zu beginnen oder sogar ein Date zu finden? Grundsätzlich ist das natürlich möglich. Aber wie überall kommt es sehr auf den Ton, die Situation und die Körpersprache an. Direktes Ansprechen ist in Deutschland ungewöhnlich, aber nicht verboten. Es ist wichtig, freundlich und respektvoll zu sein. Ein einfaches „Hallo, darf ich dich etwas fragen?“ oder „Entschuldigung, ich finde dich sympathisch. Hättest du vielleicht Lust, einen Kaffee trinken zu gehen?“ kann gut funktionieren. Besonders wenn man ehrlich ist und nicht zu aufdringlich wirkt. Frauen in Deutschland erleben es unterschiedlich. Manche freuen sich über den Mut und das Interesse, andere fühlen sich schnell unwohl, wenn sie das Gefühl haben, bewertet oder angesprochen zu werden wie in einem Spiel. Deshalb ist es wichtig, auf Reaktionen zu achten. Wenn jemand nicht interessiert ist, sollte man das sofort akzeptieren und höflich weitergehen. Respekt vor Grenzen ist in Deutschland sehr wichtig. Ein weiteres wichtiges Thema ist Gleichberechtigung. Es ist absolut normal, dass auch Frauen den ersten Schritt machen. Wenn man jemanden sympathisch findet, gibt es keinen Grund zu warten. In Deutschland wird es oft positiv gesehen, wenn jemand selbstbewusst und direkt ist, egal ob Mann oder Frau. Natürlich spielt auch hier der Tonfall eine Rolle. Es sollte immer respektvoll und freundlich sein. In größeren Städten wie Berlin, Hamburg oder Köln sind die Leute oft offener als in kleinen Dörfern. Das liegt daran, dass es in Städten mehr Möglichkeiten gibt, neue Leute zu treffen. Dort ist es auch üblicher, Menschen auf der Straße oder im Café anzusprechen. In kleineren Orten kennt man sich oft schon. Oder man ist vorsichtiger, weil man nicht so anonym ist. Viele Deutsche nutzen heute auch Online-Plattformen, um jemanden kennenzulernen. Dating-Apps sind sehr verbreitet. Das hat einen einfachen Grund. Man kann zuerst schreiben, sich langsam kennenlernen und dann entscheiden, ob man sich treffen möchte. Für viele ist das angenehmer, weil man mehr Kontrolle hat. Trotzdem ersetzen diese Plattformen nicht das echte Leben. Viele sagen, dass sie sich eine romantische Begegnung im Alltag wünschen, zum Beispiel im Buchladen oder in der Straßenbahn. Doch weil viele unsicher sind oder Angst haben, abgelehnt zu werden, bleiben sie still. Das zeigt, es gibt einen Wunsch nach Kontakt, aber auch viele Hemmungen. Die Kultur in Deutschland ist vorsichtiger als in manchen anderen Ländern. Das heißt nicht, dass es keine Liebe auf der Straße gibt, aber sie ist vielleicht seltener, weil der erste Schritt schwerfällt. Dabei kann ein einfaches Lächeln schon viel verändern. Es zeigt Offenheit und Sympathie. Ein kleiner Blick, ein kurzes Hallo oder eine höfliche Frage, das kann der Anfang von etwas Schönem sein. Ein Tipp für alle, die jemanden kennenlernen möchten: Sei authentisch. Tu nicht so, als wärst du jemand anderes. Sprich klar und ehrlich, aber nicht zu intensiv. In Deutschland schätzt man Ruhe, Respekt und Ehrlichkeit. Ein zu starker Flirt gleich zu Beginn kann negativ wirken. Besser ist es, Interesse zu zeigen, aber auf eine entspannte Art. Viele Deutsche schätzen gute Gespräche.
Humor, Intelligenz und gemeinsame Interessen sind oft wichtiger als ein perfektes Aussehen. Deshalb lohnt es sich, über Dinge zu sprechen, die einen wirklich interessieren. Ob es um Bücher, Musik, Reisen oder einfach den Alltag geht. Wer sich für andere Menschen interessiert, wirkt sympathisch. Auch Körpersprache spielt eine wichtige Rolle. In Deutschland achtet man stark auf persönliche Distanz. Zu viel Nähe gleich am Anfang kann unangenehm wirken. Ein freundliches Lächeln, offener Blickkontakt und eine entspannte Haltung machen oft einen besseren Eindruck als lautes oder übertriebenes Verhalten. Dabei ist es interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Erwartungen sein können. Manche Menschen finden es romantisch, spontan angesprochen zu werden. Andere wiederum mögen es lieber, sich über Zeit und gemeinsame Aktivitäten näher zu kommen. Es gibt also nicht die eine richtige Art, in Deutschland jemanden kennenzulernen, aber es gibt kulturelle Tendenzen, die man verstehen sollte, wenn man hier lebt oder Deutsch lernt. Menschen, die länger in Deutschland leben, berichten oft, dass es Zeit braucht, bis man echte Verbindungen aufbaut. Doch wenn sie entstehen, sind sie oft sehr stabil und ehrlich. Deutsche Freundschaften und Beziehungen entwickeln sich langsam, aber sie sind oft tief und dauerhaft. Das gilt auch für romantische Beziehungen. Wer Geduld hat, offen bleibt und gleichzeitig die Kultur respektiert, hat gute Chancen, jemanden kennenzulernen, der wirklich zu einem passt. In der nächsten Phase unseres Themas schauen wir uns genauer an, wie Dates in Deutschland typischerweise ablaufen, welche Erwartungen es gibt und worauf man besonders achten sollte, wenn man sich in Deutschland auf ein Treffen vorbereitet. Ein erstes Date in Deutschland verläuft oft etwas zurückhaltender als in manchen anderen Kulturen. Viele Menschen schätzen es, wenn man sich erst einmal in Ruhe kennenlernt, ohne großen Druck oder zu hohe Erwartungen. Deshalb ist es üblich, sich bei einem Café oder Spaziergang zu treffen. Solche Aktivitäten bieten eine entspannte Atmosphäre und ermöglichen es, einander gut zuzuhören und sich zu unterhalten. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist es in Deutschland eher selten, dass das erste Treff abends bei Kerzenschein im Restaurant stattfindet. Zu viel Romantik gleich zu Beginn kann übertrieben wirken und das Gegenüber unter Druck setzen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber oft sind Menschen hier pragmatischer. Ein Treffen im Park oder im Café wirkt natürlicher und entspannter. So hat man die Möglichkeit, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ein wichtiges Thema ist auch die Rechnung. In Deutschland ist es nicht ungewöhnlich, dass beide Personen beim Date ihre Rechnung selbst bezahlen. Dieses Verhalten nennt man getrennt zahlen. Es bedeutet nicht, dass man kein Interesse hat. Es ist einfach Teil der Kultur der Gleichberechtigung und Unabhängigkeit. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen jemand einlädt, aber es wird nicht automatisch erwartet. Kommunikation spielt eine zentrale Rolle. Offenheit und Ehrlichkeit werden geschätzt. Wenn jemand Interesse hat, zeigt er oder sie das oft durch direkte Aussagen oder aufmerksames Zuhören. Gleichzeitig ist es wichtig, das Tempo des anderen zu respektieren. Zu viele persönliche Fragen oder Erwartungen gleich beim ersten Treffen können abschreckend wirken. Es geht eher darum, ein Gefühl füreinander zu bekommen und zu schauen, ob man sich wohlfühlt. Nach dem ersten Date ist es ganz normal, ein paar Tage zu warten, bevor man sich wieder meldet. Zumindest bei manchen. Andere schreiben schon am selben Abend eine Nachricht. Es gibt keine festen Regeln. Wichtig ist, ehrlich zu sein. Wenn man kein Interesse hat, sollte man das höflich sagen. Wenn man sich ein zweites Treffen wünscht, darf man das ruhig mitteilen. In Deutschland ist Klarheit oft besser als Andeutungen oder Spielchen. Viele Deutsche möchten eine stabile Beziehung aufbauen, keine schnelle Bekanntschaft ohne Tiefe. Deshalb braucht es manchmal etwas mehr Zeit, bis sich Nähe entwickelt. Aber genau diese Langsamkeit kann auch etwas Schönes sein. Es zeigt, dass es um echte Verbindung geht, nicht nur um oberflächliche Aufmerksamkeit. Es ist auch interessant zu beobachten, wie sehr sich das Verhalten in den letzten Jahren verändert hat. Früher war es vielleicht ungewöhnlich, jemanden online kennenzulernen oder als Frau den ersten Schritt zu machen. Heute gehört das fast schon zur Normalität. Vor allem jüngere Menschen legen immer weniger Wert auf traditionelle Rollenbilder. Viel wichtiger sind Respekt, gemeinsame Interessen und ähnliche Lebensziele. Doch wie erkennt man überhaupt, ob jemand Interesse hat? In Deutschland sind Signale oft subtil. Ein längerer Blick, ein ehrliches Lächeln
oder ein besonders aufmerksames Zuhören können Anzeichen sein. Es wird selten direkt gesagt, ich mag dich. Stattdessen zeigen kleine Gesten und Worte das Interesse. Wer aufmerksam ist, kann diese Zeichen erkennen. Gleichzeitig gibt es auch klare Grenzen. Wenn jemand nicht interessiert ist, wird das oft ruhig, aber eindeutig signalisiert. Dann ist es wichtig, das zu respektieren, ohne Diskussion, ohne Druck. Das bedeutet nicht, dass man etwas falsch gemacht hat. Es ist einfach Teil des respektvollen Umgangs miteinander. Ein Thema, das oft angesprochen wird, ist die Frage nach Exklusivität. In manchen Ländern ist es normal, sich mit mehreren Personen gleichzeitig zu treffen, bevor man sich entscheidet. In Deutschland ist das weniger verbreitet. Viele Menschen gehen eher davon aus, dass man sich auf eine Person konzentriert, sobald es mehrere Treffen gibt. Natürlich hängt das immer von der jeweiligen Person ab. Deshalb ist es sinnvoll, offen darüber zu sprechen, wenn Unsicherheiten entstehen. Beziehungen in Deutschland basieren oft auf Partnerschaftlichkeit. Es geht nicht darum, dass eine Person dominiert oder ständig Entscheidungen trifft. Vielmehr sucht man nach einem Gleichgewicht. Man möchte ein Team sein, sich gegenseitig unterstützen und respektieren. Deshalb ist es auch in der Kennenlernphase wichtig, ehrlich über die eigenen Wünsche und Erwartungen zu sprechen. Ob es um Freizeitgestaltung, Familie oder Zukunftspläne geht, wer offen ist, hat es leichter, jemanden zu finden, der gut zu einem passt. Natürlich gibt es auch in Deutschland viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Manche sind romantisch, andere eher nüchtern. Manche lieben es, überrascht zu werden, andere fühlen sich wohler, wenn alles geplant ist. Deshalb ist es hilfreich, genau zuzuhören und nicht zu viel zu interpretieren. Missverständnisse entstehen oft dann, wenn man denkt, dass der andere wie man selbst fühlt oder denkt. Doch jede Person hat ihren eigenen Rhythmus und ihre eigene Art, Zuneigung zu zeigen. Wenn man längere Zeit in Deutschland lebt oder hier eine Beziehung sucht, kann es hilfreich sein, sich selbst ein bisschen Zeit zu geben. Nicht alles muss sofort perfekt sein. Auch wenn der Anfang vielleicht zurückhaltend wirkt, oft entwickelt sich daraus etwas Tiefes und Verlässliches. Beziehungen hier wachsen mit Vertrauen, mit gemeinsamen Erfahrungen und mit gegenseitigem Respekt. In der nächsten Etappe schauen wir darauf, wie bestehende Beziehungen in Deutschland gestaltet werden, wie Paare ihren Alltag teilen und welche Rolle Kommunikation, Privatsphäre und gemeinsame Zeit im deutschen Beziehungsmodell spielen. In einer festen Beziehung in Deutschland spielt Gleichberechtigung eine zentrale Rolle. Viele Paare teilen sich Aufgaben im Alltag, treffen Entscheidungen gemeinsam und achten darauf, dass beide Partner ihre individuellen Interessen und Freiheiten behalten. Es ist durchaus üblich, dass beide berufstätig sind und sich Haushalt und Familienplanung partnerschaftlich aufteilen. Dieses Modell basiert auf dem Gedanken, dass beide gleichwertige Partner sind, unabhängig vom Geschlecht oder Einkommen. Zärtlichkeit und Nähe werden in einer Beziehung geschätzt, aber nicht ständig öffentlich gezeigt. In der Öffentlichkeit ist Zurückhaltung üblich, ein kurzes Händchenhalten oder eine Umarmung, aber selten überschwängliche Liebesbekundungen. Statt großer Worte sind es oft kleine Gesten, die zeigen, wie wichtig einem der andere ist. Ein Lieblingsessen kochen, gemeinsam einen Ausflug planen oder einfach aufmerksam zuhören. Ein wichtiger Aspekt ist die Kommunikation. Viele Menschen legen Wert auf offene Gespräche, vor allem wenn es um Konflikte oder Missverständnisse geht. Dinge werden oft sachlich besprochen, ohne Drama oder Schuldzuweisungen. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen zu finden. Diese nüchterne Art kann manchmal kühl wirken, zeigt aber oft Respekt gegenüber dem anderen. Man möchte das Problem lösen, nicht den Menschen angreifen. Auch Privatsphäre wird in Beziehungen ernst genommen. Es ist völlig normal, dass jeder Partner Zeit für sich selbst braucht, sei es für Hobbys, Freunde oder einfach Ruhe. Diese Zeit allein wird nicht als Zeichen von Desinteresse gewertet, sondern als gesunder Bestandteil einer ausgeglichenen Partnerschaft. Man erwartet nicht, ständig alles gemeinsam zu machen. Vertrauen und Freiheit gehen oft Hand in Hand. Gemeinsame Zukunftspläne werden früh oder spätestens nach einiger Zeit thematisiert. Viele Paare sprechen offen über Wünsche wie Zusammenziehen, Heirat oder Kinder. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, wenn beide Partner unterschiedliche Vorstellungen haben. Wichtig ist, dass man ehrlich miteinander umgeht und gemeinsam nach einem Weg sucht, der für beide passt. Geld ist ein Thema, das pragmatisch betrachtet wird.
Viele Paare führen getrennte Konten oder ein gemeinsames Haushaltskonto für gemeinsame Ausgaben. Es wird offen besprochen, wer was bezahlt, wer wie viel verdient und wie man größere Anschaffungen oder Urlaube plant. Finanzielle Unabhängigkeit ist ein wichtiger Wert, auch innerhalb einer Beziehung. Freundschaften außerhalb der Partnerschaft werden gepflegt. Es ist normal und sogar erwünscht, dass beide Partner eigene soziale Kontakte haben. Man trifft sich mit Freunden, geht allein zu Veranstaltungen oder verbringt Zeit mit der Familie. Diese Unabhängigkeit stärkt oft die Beziehung, weil sie auf Vertrauen basiert und zeigt, dass man dem anderen Freiraum gibt, sich selbst zu entfalten. Romantik gibt es natürlich auch, aber sie zeigt sich oft im Alltag und nicht nur zu besonderen Anlässen. Ein kleines Geschenk ohne Grund, ein liebevoller Zettel am Morgen oder ein gemeinsamer Spaziergang im Regen, das sind Momente, die vielen Menschen wichtiger sind als große Gesten an Valentinstag. Die Idee dahinter ist, dass Liebe im Alltag stattfindet, nicht nur in Ausnahmezuständen. Treue wird in den meisten Beziehungen als selbstverständlich betrachtet. Wenn jemand fremd geht, wird das meist als Vertrauensbruch gesehen, der schwer wiedergutzumachen ist. Gleichzeitig gibt es Paare, die bewusst alternative Beziehungsmodelle leben, etwa offene Beziehungen. Aber das erfordert sehr viel Kommunikation, klare Regeln und gegenseitiges Einverständnis. Solche Modelle sind die Ausnahme, nicht die Regel. Beziehungen in Deutschland sind oft langfristig angelegt. Viele Menschen suchen nicht nur ein Abenteuer, sondern jemanden, mit dem man gemeinsam durchs Leben geht. Dabei wird aber auch akzeptiert, dass nicht jede Beziehung für immer hält. Trennungen werden nicht automatisch als Scheitern gesehen, sondern manchmal als ehrliche Entscheidung, wenn man merkt, dass es nicht mehr passt. Auch nach einer Trennung versuchen viele, respektvoll miteinander umzugehen, besonders wenn Kinder im Spiel sind. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man weiterhin in Kontakt bleibt oder gemeinsam für das Wohl des Kindes sorgt. Diese Haltung zeigt, wie wichtig Verantwortung und Reife im zwischenmenschlichen Umgang sind. Letztlich geht es in deutschen Beziehungen oft um Ausgewogenheit. Liebe bedeutet nicht Kontrolle oder ständiges Zusammensein, sondern Vertrauen, gegenseitige Unterstützung und die Freiheit, man selbst zu bleiben. Wer diese Werte teilt, kann hier tiefe und stabile Beziehungen führen, die nicht auf Dramatik, sondern auf Verständnis und Respekt basieren. Interessant ist auch, wie sich das Kennenlernen durch digitale Medien verändert hat. Dating-Apps wie Tinder, Bumble oder OkCupid werden von vielen genutzt, nicht nur von jungen Leuten. Diese Plattformen bieten eine einfache Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen, vor allem in Städten, wo das Leben oft anonym ist. Man kann Profile durchsehen, Interessen vergleichen und dann entscheiden, ob man ins Gespräch kommen möchte. Die erste Kontaktaufnahme passiert meistens schriftlich. Ein kurzer, freundlicher Satz oder eine Frage genügt. Dabei ist es wichtig, höflich zu sein und echtes Interesse zu zeigen. Plumpes Verhalten oder oberflächliche Kommentare kommen in der Regel nicht gut an. Online-Dating hat auch die Dynamik verändert, wer den ersten Schritt macht. In der digitalen Welt ist es ganz normal, dass Frauen den ersten Schritt machen, besonders bei Apps wie Bumble, wo das sogar notwendig ist. Diese Form der Gleichberechtigung spiegelt sich auch im realen Leben wider. Viele Frauen in Deutschland fühlen sich wohl damit, aktiv zu werden, wenn ihnen jemand gefällt. Gleichzeitig wird es auch geschätzt, wenn Männer respektvoll und direkt sind. Wichtig ist immer, die Grenzen des anderen zu respektieren und keine aufdringliche Haltung zu zeigen. Ob online oder offline, das erste Treffen ist oft locker gehalten. Meistens trifft man sich in einem Café, in einem Park oder bei einem Spaziergang. Die Atmosphäre soll entspannt sein, ohne zu viel Druck. Es geht darum, sich kennenzulernen, ein Gefühl füreinander zu bekommen und herauszufinden, ob die Chemie stimmt. In Deutschland ist es üblich, dass jeder seine Rechnung selbst bezahlt, zumindest beim ersten Treffen. Das zeigt Respekt für die Unabhängigkeit des anderen und vermeidet unangenehme Situationen. Wenn das erste Treffen gut verläuft, folgen meist weitere. Es kann aber auch passieren, dass einer der beiden kein Interesse mehr hat. In diesem Fall ist es üblich, ehrlich, aber höflich zu sagen, dass es nicht gepasst hat. Ghosting, also den Kontakt einfach abzubrechen ohne Erklärung, wird als unhöflich angesehen, kommt aber leider trotzdem vor. Viele Menschen schätzen jedoch eine klare Kommunikation, auch wenn sie unangenehm ist.
Im Freundeskreis über das Datingleben zu sprechen, ist ganz normal. Freunde geben oft Tipps oder helfen, ein Profil für eine Dating-App zu gestalten. Manche Menschen lernen sich auch über gemeinsame Freunde kennen, auf Partys, Veranstaltungen oder über Hobbys. Der Vorteil: Man hat schon eine gewisse Vertrauensbasis, weil man den Freundeskreis teilt. Sportvereine, Sprachkurse, kulturelle Veranstaltungen oder ehrenamtliche Projekte bieten weitere Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen. Wer regelmäßig an solchen Aktivitäten teilnimmt, kommt leicht ins Gespräch, ganz ohne den Druck eines klassischen Dates. Viele Beziehungen entstehen aus Freundschaften oder gemeinsamen Interessen. Es beginnt oft ganz harmlos und entwickelt sich mit der Zeit. In kleineren Städten oder auf dem Land läuft das Kennenlernen oft noch traditioneller ab. Dort spielt das soziale Umfeld eine größere Rolle. Man begegnet sich auf Dorffesten, im Verein oder beim Einkaufen. Die Menschen kennen sich untereinander besser, was das erste Gespräch einfacher machen kann, aber auch bedeutet, dass man schneller Gesprächsstoff für den ganzen Ort liefert. Diskretion ist daher oft besonders wichtig. Ein wichtiger Punkt ist die Körpersprache. In Deutschland wird auf persönlichen Raum geachtet. Zu viel Nähe beim ersten Kennenlernen kann unangenehm wirken. Ein freundliches Lächeln, Augenkontakt und eine offene Haltung signalisieren Interesse. Körperkontakt, wie eine Umarmung oder ein flüchtiger Kuss auf die Wange, ist erst später üblich, je nachdem, wie wohl man sich fühlt. Viele Deutsche sind eher zurückhaltend, was emotionale Themen betrifft. Das bedeutet nicht, dass sie kein Interesse haben, sondern dass sie Zeit brauchen, Vertrauen aufzubauen. Deshalb wirken Gespräche am Anfang manchmal sachlich oder vorsichtig. Doch wer geduldig ist, merkt schnell, dass sich hinter dieser Fassade oft viel Wärme und echtes Interesse verbirgt. Eine Beziehung aufzubauen ist also kein schneller Prozess, sondern ein Weg, auf dem sich zwei Menschen langsam näher kommen. Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und gegenseitiger Respekt sind dabei entscheidend. Wer das versteht und sich darauf einlässt, kann in Deutschland eine tiefe, stabile und erfüllende Beziehung aufbauen. Mit der Zeit wird deutlich, wie wichtig gemeinsame Werte und Interessen für eine stabile Beziehung in Deutschland sind. Viele Menschen legen großen Wert auf gleiche Lebensziele, ähnliche Vorstellungen von Partnerschaft und eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Themen wie Gleichberechtigung, geteilte Verantwortung im Alltag oder der Wunsch nach persönlicher Entwicklung spielen oft eine zentrale Rolle. Es geht nicht nur darum, sich emotional zu verstehen, sondern auch darum, das Leben als Team zu gestalten. Ein weiterer Aspekt, der in der deutschen Dating-Kultur auffällt, ist die direkte Kommunikation. Während in manchen Kulturen vieles zwischen den Zeilen gesagt wird, schätzen viele Deutsche Offenheit und Klarheit. Wenn jemand Interesse hat, wird das meist deutlich gemacht, genauso, wenn kein weiteres Interesse besteht. Das kann zunächst hart oder unromantisch wirken, ist aber ein Zeichen von Respekt. Niemand möchte unnötig in Unklarheit bleiben oder falsche Hoffnungen haben. In einer wachsenden Beziehung wird auch die persönliche Freiheit respektiert. Zeit für sich selbst, für Freunde oder Hobbys ist wichtig und wird nicht als mangelndes Interesse gewertet. Im Gegenteil, es zeigt, dass beide Partner eigenständig und ausgeglichen sind. Natürlich gibt es auch in Deutschland Menschen, die schnell sehr enge Beziehungen aufbauen wollen, aber generell ist ein ausgewogenes Maß an Nähe und Unabhängigkeit sehr geschätzt. Was das Thema Zusammenziehen betrifft, so ist das in Deutschland oft ein wohlüberlegter Schritt. Viele Paare entscheiden sich erst nach längerer Zeit dafür, zusammenzuziehen. Das hat praktische und emotionale Gründe. Man möchte sicher sein, dass der Alltag miteinander funktioniert, bevor man diesen Schritt geht. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Paare mehrere Jahre in einer Beziehung sind, bevor sie über Heirat oder Kinder sprechen. Jeder geht in seinem eigenen Tempo. Besonders spannend ist auch die Rolle von kultureller Vielfalt in Beziehungen. Deutschland ist ein Land mit vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft, was sich natürlich auch im Datingleben widerspiegelt. Interkulturelle Beziehungen sind keine Seltenheit und bringen neue Perspektiven und Erfahrungen mit sich. Dabei ist Offenheit, Toleranz und gegenseitiges Interesse an den jeweiligen Hintergründen besonders wichtig. Solche Beziehungen können sehr bereichernd sein, wenn beide bereit sind, voneinander zu lernen und Kompromisse einzugehen. Konflikte sind natürlich auch ein Teil jeder Beziehung.
In der deutschen Kultur wird oft Wert darauf gelegt, Probleme sachlich zu besprechen. Emotionale Ausbrüche oder laute Diskussionen sind eher untypisch. Stattdessen versucht man, ruhig und respektvoll eine Lösung zu finden. Kommunikation ist also der Schlüssel, auch wenn sie manchmal nüchtern wirkt. Viele Paare gehen sogar gemeinsam zur Paarberatung, wenn sie das Gefühl haben, dass sie Unterstützung brauchen. Das ist nichts Ungewöhnliches, sondern zeigt, dass man bereit ist, an der Beziehung zu arbeiten. Insgesamt lässt sich sagen, in Deutschland geht es beim Kennenlernen und in Beziehungen oft um Authentizität, Vertrauen und gegenseitigen Respekt. Es gibt viele Wege, Liebe zu finden. Auf der Straße, im Internet, im Freundeskreis oder bei gemeinsamen Aktivitäten. Wichtig ist, offen zu sein, aber auch geduldig. Denn echte Verbindungen brauchen Zeit, um zu wachsen. Und wenn du bis hierhin zugehört hast, danke. Wir hoffen, diese Folge war hilfreich für dich. Wenn du noch nicht abonniert hast, tu das gern, um keine neuen Episoden zu verpassen. Schreib uns in die Kommentare, über welche Themen du in Zukunft gern mehr erfahren möchtest. Bis bald und viel Erfolg beim Deutschlernen!